We'd like to welcome you from wherever in the world you join us today for this F1 qualifying session here in Shanghai, China. This has been an exciting track in times gone by, and typically it entertains the moment the lights go out. Turn 1's always a consideration for this race. It's certainly a difficult one to get right when surrounded by other cars, but the race isn't won or lost there. You've got to be smart, get through, and hope your rivals get into trouble and not you. So, da sind wir zurück zum Training. Parc Fermé. Ich bleib bei dem Set. Wir gehen direkt auf die fliegende Runde. Weil es sieht bewölkt aus. Es könnte auch anfangen zu regnen. Erstmal verbremsen. Erstmal verbremsen. So, und jetzt zählt es. Ich finde, im Vergleich zum letztjährigen Formel 1 ist die erste Kurve hier in Shanghai einfacher zu nehmen als im letzten Jahr. Dafür verliere ich in der Kurve, die ich gerade genommen habe, mehr Zeit. Und jetzt weg von der Ideallinie. Button mit 1,40, die wollen wir schlagen, die Rundenzeit. Vettel mit 1,39. Wäre schön, die zu schlagen. Der fuhr auch schon super soft. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehe. Wahrscheinlich hinter den beiden, weil ich jetzt schon bei 1,15 bin. Das ist genau das. Wenn die jetzt ein Trocken-Setup haben, ein schnelleres Setup als ich, dann werde ich wahrscheinlich auch im Rennen mehr haben. Ja, und ich werde langsamer sein als die beiden. Oder langsamer als Vettel. Langsamer als Vettel. Oh. Ja, bevor wir da Damage machen, Return to Garage. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich eine bessere Zeit hinbekomme. Jetzt werde ich durchgereicht. Wie gesagt, Hamilton schlage ich nicht. Aber so wie es aussieht, P6, P7, Ricardo noch schneller. Kommt da noch einer? Nein, doch. P8. Oh mein Gott. Mit einer Runde. Mit einer Runde. Mit einer Runde zum... Okay. Eine Runde. Wir haben Achter direkt vor Grosjean. Passt. Da das Qualifying jetzt zu kurz gewesen wäre, mache ich es nicht wie immer. Okay. Ja, weil ich das nicht habe. Ja. Wie gesagt, also wenn der nicht 9 oder besser. Ja, okay, das mit Hamilton sehen sie jetzt nicht.
Ja, weil das Qualifying jetzt zu kurz geworden wäre, nehme ich noch die Formation Lab und dann wird das halt ein kürzerer Part. Und zuerst gucken wir jetzt noch in den Laptop rein, ob wir da Research 540 Punkte, es reicht gerade nicht für die Engine. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch nicht die Drag Reduction nehmen. Weil ganz ehrlich, ich möchte ein bisschen mehr Power haben dann für die nächsten Rennen. Dann hören wir mal, was die von uns wollen. Hi, it's Emma here. Just wanted to let you know what the team are hoping for in the race. 9. oder besser? Besser als Lewis Hamilton. Ich schlage Grosjean. Grosjean startet direkt hinter uns. Hamilton, wie gesagt, mit der neuen Stufe von der KI, für mich momentan außerhalb der Reichweite. Das heißt, diese Rivalität werde ich verlieren. Oder ich gehe schwer davon aus. Außer er hat technische Probleme im Rennen oder wird abgeschossen oder was auch immer. Ever since the Sauber of Felipe Massa passed Jenson Button into turn 1 at the very first Chinese Grand Prix in 2004, Shanghai has consistently provided close racing and extraordinary memories. It's where Lewis Hamilton effectively lost the title in his rookie year, and it's where Nico Rosberg claimed Mercedes' first win of the modern era in 2012. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the elements location, tests their skill in a crosswind. 2 DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. Joining me once again to take you through this race is the effervescent Anthony Davidson, and I'm very much looking forward to it getting underway. You raced here, of course, didn't you, back in your Super Aguri days in that infamous Chinese Grand Prix of 2007? Yeah, that's right. I didn't last that long, though, unfortunately. Qualifying had gone pretty well, but my brakes failed quite early in the race, around lap 10 or 11, something like that. And of course, back in 2004, I was the very first Formula 1 driver to complete a lap of this circuit. Just thought I'd mention that for you, Crofty. You like a good stat. It's a fairly tough circuit on the brakes here, though. You know, there's that long back straight down into turn 14, and then you got turn 6 and 11. They're quite heavy as well. On top of that, managing your front tyre wear is always a challenge around here, so there's a lot to keep in mind during the Grand Prix. Okay, we qualified higher than we were anticipating. Let's see if we can do just as well in the race. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Kimi Räikkönen starts today from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Rosberg, Vettel, Max Verstappen, and Ricciardo, Bottas, and a Haas, Grosjean, and Felipe Massa, Sainz, Alonso, Daniel Kvyat, and Button, Hülkenberg, Magnussen, Sergio Perez, and Marcus Ericsson, Palmer, and Nasser, Pascal Wehrlein, and Rio Haryanto completes the grid. And now it's time to head down to the track. Die Haas sind zwischen den Williams. Ich kann leider nicht umgucken, ich sehe nur vor mir, direkt vor mir müsste Ricciardo stehen. Oh. Die Strategie gefällt mir, ehrlich gesagt. Es sollte trocken bleiben. Pit Lap 3. In Runde 3 rein. Es sind nur 14 Runden auf der Strecke, okay. Für 15,5 Runden nehme ich Sprit mit, das passt. Ich nehme die vorgeschlagene. Und noch als Info für
Für nächstes Mal, wenn ich dran denke, schalte ich das Spiel noch auf Deutsch um. Ja. Starten wir. Launch map is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tyres as well, please. Alles klar. There's static over the radio. Say again. Okay, ich wurde gerade unsichtbar, weil ich zu langsam war wahrscheinlich. Das finde ich halt doof. Du kannst nicht dein eigenes Tempo gehen für die Aufwärmrunde. Du musst das Tempo mitgehen, was der Computer vorgibt, in dem Sinne. Obwohl Bottas vor mir, wie auch Hamilton zu Kimi, eine große Lücke lässt, währenddessen die anderen schön zusammen sind. Hier geben wir mal Vollgas. Reifen richtig schön auf Temperatur sind. Jetzt mal die Bremsen richtig nice reinbremsen. Gleich wird wahrscheinlich der Computer übernehmen. Ja, hier. So. Wir fahren in unser Grid. Und das bedeutet, dieser Part ist schon fertig. Wir sehen uns zum Rennen wieder. Bis dann.